Auto zu langweilig? Nicht schnell genug? Individuell, anders, besser. SW Tuning. 257. Herzlich willkommen bei SW Tuning. Mein Name ist Sebastian und ich zeige euch heute den neuen C30 von Styrion in der Version 2023. Ja, da gibt es ein paar Neuerungen zu diesem Fahrzeug. Also das heißt, die haben ein Upgrade gemacht. Man sieht es zum Teil schon, ja. Also eins dieser Neuheiten sind diese LED-Blinker. Ja, finde ich ein super Gimmick, weil, wenn man mit 32 km/h unterwegs ist, mega geil, dass man die beiden Händen dann am Lenker lassen kann und sollte natürlich auch, aber beim Abbiegen muss man ja Zeichen geben. Also von daher super geile Geschichte. Ja, was haben wir noch? Wir haben zwei Akkus mittlerweile. Einer wird bestromt, der andere ist nur zum Transport da. Da gehen wir aber noch gleich weiter drauf ein. Ja, was haben wir noch? Die Reifen sind größer geworden. Vorne haben wir 18, hinten bleibt es bei 14 Zoll. Ja, soweit haben wir, glaube ich, das. Noch eine wichtige Sache. Die Gesamtmasse des Fahrzeugs ist jetzt gestiegen. Wir haben jetzt 150 Kilo bei der Version, das heißt, ihr habt eine höhere Zuladung. Bei 22 Kilo, was der Styrion C30 leer in der Basisausstattung wiegt, ja, habt ihr dann ca. 128 Kilo Zuladung. Das ist natürlich schon enorm mehr zu dem, was wir davor hatten. Davor waren wir bei 113, wenn ich das jetzt noch recht im Kopf habe. Somit haben wir da natürlich schon echt einen Zuwachs und es ist natürlich für größere und auch schwere Personen dann geeignetes Fahrzeug. Das ist auch natürlich jetzt schon sehr gut gewesen. Ja, man kann das für ein Camping nehmen, man kann das, wenn man gehandicapt ist, ist es auch eine super Fortbewegungsmittel dieser Styrion. Ja, eine Neuerung gibt es auch noch, die sieht man leider jetzt bei dem Fahrzeug nicht. Es gibt seit der 2023er Version auch einen Gepäckträger hinten. Da kann man auch einen Kasten Bier kann man da glaube ich auch draufstellen, gar keine Frage. Es ist nur ein Nachteil bei diesem Heckgepäckträger. Wenn man diese Klappmechanismus-Geschichte fürs Hinterrad hat, muss man diesen Gepäckträger erst abbauen, dass man diese dann nutzen kann. So, geht aber auch relativ schnell das Abbauen, also ist jetzt nicht, dass man hier 2 Stunden dazu benötigt. Aber man muss es halt abbauen. So, wenn man, ich sag mal, hinten diese Klappmechanismus-Geschichte nicht hat, ist es auch egal sozusagen. Ja? Aber wenn man sie hinten nutzen will, dann hat man halt leider einen kleinen Nachteil. Finde ich jetzt nicht schlimm, kann man machen. Geht wie gesagt relativ schnell. Und ja, so, jetzt würde ich sagen, nehme ich euch kurz mit. Ja? Und dann gucken wir geschwind noch ein paar so Sachen an, was wir hier haben im Detail. Und ja, dann wünsche ich euch dann noch weiterhin viel Spaß. So, jetzt habe ich mal kurz die Kamera ans genommen. Also, wir sehen jetzt erstmal hinten haben wir immer noch Beleuchtung und Bremslicht. Finde ich natürlich schon mega nice. Ne? So, hier hinten der Blinker. Also den kann man auch deutlich erkennen. Finde ich echt eine super Sache. Also das macht wirklich ein Sicherheitsmerkmal, das wirklich super eigentlich ist, weil wie gesagt, man hat beide Hände am Lenker und man kann das dann auch wirklich sauber bedienen. Ja, wie gesagt, es sind aus LED diese Blinker, natürlich mit Zulassung, auch gar keine Frage, alles gut. Wir sehen hinten die Scheibenbremsen, kennen wir ja schon von dem Vorgängermodell, von der 2022er Version. Ja, was haben wir noch? Sitz mit Feder, also gefederte Sitzauflage sozusagen, ist natürlich aufpreispflichtig. Ne? Also auch diese Blinker sind aufpreispflichtig. Hier hinten haben wir dann doch noch ein Schloss. So, dann haben wir die 2 Akkus. Also je Akku sind wir bei 554 Wattstunden. Das reicht euch circa 40 Kilometer. Also je nachdem, welche Topografie man unterwegs ist oder auch welches Gewicht man selber auf die Waage bringt, ne, ist natürlich auch eine Sache, die ja, wichtig ist. Ja, aber man kommt wirklich reell, also wir sind es ja auch schon selber gefahren, wirklich ca. 40 Kilometer
und mit dem zweiten erhöht sich das ja nochmal auf 80 Kilometer. Ne? Ja, bei dem oberen Akku sollte man natürlich bedenken, ne? Wenn man da drüber steigt, also aufsteigen würde ich dann immer nur noch von hinten, ne? Weil man muss sonst den Fuß schon etwas höher bringen. Ja? Das vielleicht für Leute, die jetzt nicht mehr ganz so gelenkig sind, um da drüber zu gehen, also man muss dann von hinten aufsteigen. Das ist wirklich die bessere Option. Wie gesagt, man kann den Akku ja runternehmen, aber ich finde es mega, dass man den da oben drauf machen kann, weil man muss ihn nicht im Rucksack oder vorne in dem Korb tragen. Ne? Der Korb ist auch natürlich aufpreispflichtig, so wie der zweite Akku auch. Ja, dann haben wir vorne 18 Zoll Bereifung mittlerweile drauf, dass man auch diese Geschwindigkeiten erreicht mit 32 km/h. Das Stirion C30 gibt es ja auch in 20 km/h zu sitzen, in 25 und 32. Also alles, was über 25 km/h ist, braucht man natürlich auch diese Helme. Ne? Also da braucht man einen richtigen Helm. Bei C20 braucht man keinen Helm, da kann man auch auf dem Fahrradweg fahren, innerorts wie außerorts. Bei den anderen Varianten beim Sitzen ist dies nicht möglich. Aber ich glaube, ihr nehmt ihn sowieso für die Straße sozusagen und auf Mofa-freien Fahrradwegen, da darf man es dann ja auch bewegen. Jo, so, was haben wir noch? Machen wir noch mal kurz an. Also hier ist die Bedienung vom Blinker. Man kommt wirklich sehr gut ran. Das ist ja ganz ergonomisch gemacht. So, hier ist der Spiegel, den habe ich noch gar nicht ausgeklappt. Auch super Sache, braucht man natürlich bei der Sitzvariante. Wir haben das gut lesbare Display. Das ist von den anderen Modellen ja schon und von den vorhergehenden Modellen bekannt. Also da hat sich nichts geändert. So, was neu hinzukommt ist, also das ist jetzt nicht neu, ne, das Daumengas, aber was neu dazukommt, auch als Option, ist ein Gasdrehgriff oder E-Drehgriff. Man kann es nennen, wie man es glauben will. Richtig hieß es E-Drehgriff. Ja. Hat mega Vorteile auch. Hat einen kleinen, den ich jetzt persönlich, ja, wo man wissen muss, wenn es einem egal ist, ist es auch okay. Man hat jetzt hier mit dem Gas oder mit dem Daumengas sozusagen, hat man eine höhere Auflagefläche für die Hand. Und ich finde es angenehmer zu fahren. Ja. Aber ich muss sagen, der Drehgriff ist auch schon ganz geil, weil man hat halt einfach doch nochmal ein anderes Feeling damit zu fahren und es kommt halt doch im Elektroroller oder sowas doch am nächsten. Ja, hier seht ihr dann noch eine Handyhalterung, die optional dazu gibt. Was haben wir denn noch neu? Ja, neu ist jetzt der Korb vorne nicht, den gibt es auch schon länger. Finde ich aber super, wenn man jetzt beim Camping ist oder sowas, also hatte ich auch schon genutzt gehabt, man kann da schön Brötchen damit holen gehen, ja, und ich glaube, das ist ja auch so eine Geschichte, man kann da einen kleinen Einkauf auch reinmachen, ne? Man sieht es vielleicht, also ist jetzt ja, einen halben Arm tief, sage ich jetzt mal, ne? Geht schon was rein, so, also ihr könnt mit Sicherheit einen kleinen Einkauf machen und damit wohin fahren. Wenn ihr aber ein bisschen was Größeres einkaufen möchtet, ja, dann müsst ihr dann hinten diesen Gepäckträger, der da hinten drauf ist, nehmen. Da könnt ihr dann wirklich ein paar Sachen mehr dazu nehmen. Jo, ich zeige euch jetzt noch mal kurz den Klappmechanismus. Dazu muss ich dann noch mal kurz den Korb runter machen, der eigentlich ganz einfach weggeht. Ich kann es ja schön zeigen. Das sollte jetzt mit einer Hand auch gehen. Zack, und weg ist er. Also von daher eine super easy Geschichte. Also die Jungs von Stirion haben sich einfach bei der Sache insgesamt von dem ganzen Fahrzeug echt was überlegt und auch das wirklich Gesamtkonzept ist eigentlich stimmig. Ja. Oh ja, wir sehen noch, das kommt mir auch noch, ne, hintere Trittbrett noch mit dazu, ist ein bequemeres Fahren. Man könnte auch jetzt im Stehen, obwohl der den Sitz hat, im Stehen fahren. Ja. Der Sitz muss aber dran bleiben. Das ist eine rechtliche Grundlage. Aber man kann auch im Stehen fahren damit. Wenn ihr nur den vorderen habt, ja, dann ist es ziemlich unbequem zu fahren. Deswegen, ihr braucht schon hinten dieses Trittbrett dazu. Gut, also machen wir noch kurz den Klappmechanismus, dass ihr das nochmal seht. Ich meine, wir haben ja noch das andere Video online. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Aber ja, ich denke, wir haben doch dann die ganze Sache dann vorhin euch gezeigt. So, dann machen wir mal den Klappmechanismus ran. So, jetzt gucken wir schön nach dem Klappmechanismus. Der geht wie folgt.
manche kennen es ja schon. Hier den Klapper aufmachen. Dann kann man den Lenker nach unten klappen. So, dann machen wir den Schnellverschluss hier hinten auf. Und klappt das Rädchen so rüber. Macht das Ding wieder zu. Ja, die Sattelstütze macht man hier auf, zieht sie raus. Ich mache es jetzt mal nicht. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, wie es ist. Ja. Und somit haben wir den relativ kompakt. Ne? Geht in relativ viele Fahrzeuge rein. Beim Camping unschlagbar das Ding. Ihr kriegt es hinten in die Heckgarage rein, ohne groß hier rum zu experimentieren oder sowas. Und das Ding ist wirklich aufgeräumt. Ja, ihr habt ja auch die Möglichkeit, eine Tasche dazu zu kaufen, wo ihr es dann reinpackt, dass auch nichts drankommt. Ja, genau. Und wie gesagt, das Zurückbauen ist ja im Prinzip genau das gleiche. Wieder hier auf, einmal umdrehen, zumachen. So, dann machen wir das jetzt hier mal so rüber, dann seht ihr es. Wieder aufmachen, arretieren, zudrücken und fertig ist es. Ja, habe ich jetzt was vergessen? Mal kurz überlegen. Ja gut, hier Schutzblech gibt es auch noch optional. Also ihr seht, es sind viele optionale Sachen, was ihr da habt, aber unterm Strich kann sich jeder das Ding so konfigurieren, wie er es braucht. Ihr habt eine super Verarbeitung. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Ja, ihr könnt bei uns das Ding auch Probe fahren, gar keine Frage. Dazu auch bitte einfach wieder uns schreiben oder anrufen, Termin machen. Ja, ansonsten gibt es da jetzt nicht mehr viel Neues zu erzählen für den C30. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben, tut es weiter verbreiten. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch schöne, warme Tage. Bis dann, tschüss!